Ja, Dornenvögel, Schattenspitz. Schon mal probiert, deswegen haben wir gesagt, wir machen es auch nochmal. Ja, also das Wetter war nicht so gut angesagt, wir waren uns nicht ganz sicher. Wollten früher aufstehen, weil das Wetter ursprünglich zum Mittag schon schlecht gewesen war. Aber es hat dann, der Wetterbericht hat sich dann ein bisschen gebessert. Und wir haben uns dann doch entschieden, ein bisschen später zu starten. Und um 7 Uhr sind wir dann aufgebrochen und waren dann ca. um 8 Uhr bei der Wand. Das Wetter war neblig am Anfang, es ist der Nebel ziemlich durchgezogen. Also erste Seillänge ist gut gegangen. Also das war, ich bin normalerweise nicht so, von 0 auf 100 tue ich mir das schwer. Aber es haben die Temperaturen passt, es war gut aufwärmt und die Moral hat auch noch ganz gut passt. War vom Charakter her ja, interessante, abwechslungsreiche Routen, am Anfang doch eher sportklettermäßig mit nach unten ziehen und doch was mir eigentlich eher sehr liegt. Und dann so eine leichte Traverse nach links mit was dann an Löchern entlang gehst, Untergriffen und so weiter. War unübersichtlich, aber bin es dann doch irgendwie durchgekommen. Bin jetzt zwar ein bisschen weit links angekommen und habe mich dann aber rosten können. Es war dann laut Topo, war dann ein Normalhocken dann danach weiter drüben. Ich habe ihn aber im ersten Moment nicht gesehen. Bin dann durchaus und habe mir gedacht, ich muss mir jetzt gut committen auf die letzten 6 Meter. Und da reingefallen wäre kein Gaudi gewesen. Und habe aber dann, mich dann mental schon umgeschalten gehabt und war schon auf passt, jetzt ziehe ich es durch. Ich war beim Abzug auf, dann haben wir gedacht, jetzt geht es an. In dem Moment kommt aber dann genau der Normalhocken hinten echt versteckt drinnen. Und war dann doch recht froh, dass ich den gehabt habe. Der Rest war dann zwar wirklich nicht mehr so schwer, aber für den Kopf ist es schon klasse, wenn man mit 6 Meter Luft drinnen hat. Vor allem nicht in der ersten Zeitlänge. Mit den linken werden nachgeflogen, weil ich wieder ins Roll angegangen und das war halt leider nichts. Und damit war GoPro ein Aufstieg im Eimer. Die zweite Seilung war wieder ein bisschen leichter. War aber auch 7 plus oder so. 7 plus, ja. War auch anstrengend, anspruchsvoll, war wenig Hackeln, wirklich zum weit wegklettern und ziemlich ausgesetzt. Also hat mich schon alles abverlangt. Vor allem nachdem jetzt irgendwie die Durchstiegsmoral im Eimer war vom Stürzen beim ersten. Aber trotzdem war gut zum Klettern. Dritte Seillänge, Stößelseillänge. Ich war dran zum Vorsteigen. Die erste Stelle war gleich relativ übersichtlich, war relativ leicht und machbar. Es waren eigentlich nur 3 Züge und dann bist du auf einem Bankrad gewesen. Dann bist du halt aufgestanden im Wesentlichen und dann bist du in die Schlüsselstelle reingekommen, die wirkliche.
Auf jeden Fall dort war es komplett unübersichtlich. Es war, also ich habe auch wirklich nur eine schwere Lösung gefunden. Dann, es ist so am Anfang noch mit Untergriffen und Seitgriffen irgendwie gegangen, relativ weit links dann in einen brüchigen Teil reingriffen und dann hättest du oben auf so ein Nadelkissen quasi draufgreifen müssen. War recht tricky. Von dort weg war es moralisch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Ich bin dann auch nochmal durch, habe dann direkt danach nochmal auf Minusstelle, war auch recht zart. War ein bisschen übersichtlicher und war das DW auch durchaus gegangen. Ja, danach in einen Riss rein, dann leichter zum Top. Es ist dann weit auf in der geworden. Der eigentliche Plan wäre auschecken gewesen, Druck abseilen und dann nochmal probieren Rotpunkten. Aber Haut und Kraft und Moral waren verbraucht. Für die Seillänge war für mich die beste Seillänge. Die war angenehm leicht, logisch, immer die Griffe sind immer dann hergekommen, wenn es brauchen waren. Tropflöcher leisten, nur zum Herhalten, schon zum Pumpen, aber nichts, dass man suchen muss. Links, rechts. Die ist gut aufgegangen, ich war dankbar. Aber wir waren dann schon relativ weit oben, es war schon viel Luft hinter dem. Fünfte Seillänge war, wie gesagt, der Einstieg war nass. Der Überstieg auf die Leisten, auf die ersten und auf das Bankern war noch ein bisschen schwierig. Dann gehst du in einen Untergriffriss, Seitgriffriss ein und oben dann in so eine Verschneidung, wo du über so einen Bauch aussehen musst, der war noch sehr unübersichtlich für mich. Aber das richtig Spannende und das Unangenehme ist eigentlich erst zum Schluss dann aussehen, weil dann bist du zwar bei den schweren Kletterstellen vorbei, technisch schwierig, aber oben geht das dann Vierer durch brüchiges Gelände durch. Gut waren wir gerade haben.